Die verschiedenen Sprachformen im deutschen Bremen und im schweizerischen Interlaken werden als regionale Dialekte des Deutschen angesehen. Trotzdem sind für einen Bremer Touristen in den Schweizer Alpen die Gespräche unter Einheimischen nur schwer zu verstehen. Ebenso werden außerhalb von China Mandarin und Kantonesisch oft als chinesische Dialekte betrachtet. Dabei unterscheiden sie sich sogar mehr als Spanisch und Italienisch. Sprecher des Dänischen, Norwegischen und Schwedischen, also 3 verschiedener Sprachen, können sich hingegen meist problemlos miteinander verständigen. Und türkischsprachige Seifenopern ohne Synchronisation oder Untertitel gehören zu den beliebtesten Sendungen in Aserbaidschan. Wann wird also eine Sprachform als Dialekt und wann als eigene Sprache betrachtet? Naheliegend wäre, wenn der Grad der Verständigung darüber entscheidet, ob 2 Sprachformen als separate Sprachen oder als Dialekte derselben eingestuft werden. Aber wie wir festgestellt haben, ist das oft nicht der Fall. Es mag überraschen, dass die Unterscheidung zwischen einer Sprache und einem Dialekt in der Regel nichts mit Aussprache, Vokabular oder anderen sprachlichen Merkmalen zu tun hat. Dennoch ist sie kein Zufall. Es ist eine politische Angelegenheit. Die Basis dafür, was offiziell als Sprache gilt, wurde ab etwa 1500 durch die Entstehung europäischer Nationalstaaten geprägt. Für die Gründung und den Erhalt von Zentralregierungen, klarer territorialer Grenzen und staatlicher Bildungssysteme förderten viele Nationen eine standardisierte Nationalsprache. Welche Sprachform als Standardsprache gewählt wurde, hing meist davon ab, wie man in der Hauptstadt sprach. Andere Sprachformen blieben zwar oft bestehen, galten aber als minderwertig. Diese Handhabung verbreitete sich durch die europäische Kolonialisierung weltweit und bis in die heutige Zeit. Zum Beispiel hat Italien mindestens 15 Regionaldialekte. Einer davon, das Florentinische, wurde zum Standarditalienisch, als man das Land 1861 politisch vereinigte. Es wurde ausgewählt, da legendäre Autoren wie Dante und Machiavelli es in ihren Werken verwendeten und es zu einem Abbild der italienischen Nationalidentität wurde, das manche als besonders erstrebenswert empfanden. Später betrachtete der italienische Diktator Benito Mussolini bei der Errichtung eines einheitlichen faschistischen Staates die Vereinheitlichung der Sprache als wichtiges Ziel. Seine Regierung förderte das Standarditalienisch und verbot die öffentliche Nutzung anderer Sprachformen und nannte sie rückständig und unkultiviert. Von Stellenbewerbungen bis hin zu Gerichtsaussagen. Standardsprachen fungieren auf der ganzen Welt als Gatekeeper. Eine Studie aus dem Jahr 1999 etwa zeigte, dass Vermieter auf Wohnungsanfragen je nach verwendeter Sprachform der Mietinteressenten reagierten. Sprachen die Anrufer afroamerikanisches Englisch, kurz AAVE, lehnten die Vermieter deren Anfragen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ab. Wenn sie aber das sogenannte amerikanische Standardenglisch sprachen, das oft mit weißer Hautfarbe assoziiert wird, reagierten Vermieter positiver. Beide Sprachformen gelten als Dialekte der englischen Sprache. In den USA wird AAVE von manchen als eine falsche oder vereinfachte Version des allgemeinen US-Englisch dargestellt. Doch folgt AAVE einheitlichen grammatischen Regeln, die ebenso anspruchsvoll sind wie die anderer Formen. Linguisten versuchen, den Ausdruck Dialekt gänzlich zu vermeiden. Stattdessen wird bei unterschiedlichen Sprachformen von Varietäten gesprochen. So werden Sprachen als Gruppe von Varietäten bezeichnet. Die englische Sprache besteht also aus Varietäten wie das britische und amerikanische Standardenglisch, AAVE, nigerianisches und malaysisches Englisch und viele mehr. Jedes hat seine ganz eigene Geschichte, eine charakteristische Aussprache, spezielles Vokabular und grammatische Strukturen. Doch die Trennlinie zwischen Varietäten ist unklar. Die menschliche Sprache in all ihrer sich ständig weiterentwickelnden Pracht widersetzt sich dem Versuch, sie in eindeutige Schubladen zu packen. Oft existieren Sprachformen als eine Art linguistisches Kontinuum. Sie überlappen und die Unterschiede zwischen ihnen sind fließend, ohne klaren Schnitt. Und das ist die verwirrende Schönheit des dynamischen, vielfältigen und bezaubernden Universums der menschlichen Kommunikation. Wie entwickeln sich Sprachen überhaupt? Finde es in diesem Video heraus. Abonniere unseren Kanal, um jede Woche etwas Neues zu erfahren.